Als wir das Projekt mit La Mancha Gitarren angefangen haben, war die Ausgangslage die, dass wir bis dahin viele spanische Gitarren verkaufen konnten als Schülergitarren. Die wurden immer teurer und es war einfach so, dass das gibt so eine gewisse Schmerzgrenze für die Kunden und die wurde einfach überschritten und wir haben gemerkt, dass es sich nicht mehr so richtig gut verkaufen lässt. Und da waren wir auf der Suche nach einem neuen Standort. Naheliegend war natürlich zuerst in Europa zu gucken. Wir waren in verschiedenen Orten in Osteuropa und haben einfach keinen Ort gefunden, wo wir eine entsprechende Qualität herstellen konnten. Dann sind wir vor 2 Wochen nach China geflogen und haben uns dort die verschiedensten Fabriken angeguckt und sind dann bei einer hängen geblieben, die uns besonders gut gefallen hat. Das war ein Unternehmer aus Taiwan, der ganz ein neues Werk baute. Und es war dann relativ klar, dass wir eigentlich dort das machen wollen und der hatte auch großes Interesse daran, von uns auch was zu lernen und tatsächlich eben die Qualität seiner Instrumente zu verbessern. Und so haben wir uns damals eben für den Standort entschieden. Das ist die gleiche Firma, wo wir auch heute noch die Gitarren machen lassen. Die Ausgangslage war die, wir wollten eine echte Schülergitarre machen. Die sollte leicht spielbar sein, die sollte leicht ansprechen. Das war mein Part sozusagen, das umzusetzen, dass die Gitarre technisch funktioniert, dass sie gut klingt, dass diese Dinge, die Europäische Gitarrenlehrer-Vereinigung, die EGTA, die hat ja da Vorschläge gemacht und wir haben uns das angeguckt und haben geguckt, wie kann man das umsetzen sinnvoll. Wir haben die Hälse relativ schlank gemacht, wenn man das vergleicht mit anderen Industriegitarren. Haben wir die relativ schlank gemacht, damit es sich eben leicht greifen lässt, auch für eine Kinderhand. Wir haben aber relativ breite Hälse, weil eben die Erfahrung der Gitarrenlehrer sagt, man braucht Platz auf dem Griffbrett, um zu greifen, weil sonst trifft man 2 Seiten gleichzeitig. Das ist wesentlich leichter für einen Anfänger, wenn eben das breit genug ist. Damit wir diesen schmalen Hals, diesen dünnen Hals verwirklichen konnten, haben wir einen Stab aus Kohlefaser in den Hals eingebaut. Das ist jetzt hier eine Gitarre, wo man das Griffbrett eben runter gemacht hatte. Da ist ein Stab aus Kohlefaser, das macht einfach den Hals sehr stabil, obwohl er so dünn ist. Die Decke ist sehr leicht gebaut, überhaupt alles ist sehr leicht an der Gitarre. Das ist auch das meiste, was den meisten Kunden sofort auffällt, wenn die Gitarre in die Hand nehmen. Das hat den Vorteil, dass die Gitarre sehr leicht anspricht und durch das einfach auch mit wenig Kraft schon schön klingt. Spanische Bauweise war damals für uns Pflicht sozusagen. Also wir haben gesagt, wenn wir so eine Gitarre machen, dann möchten wir gern, dass sie in spanischer Bauweise gebaut wird. Das war damals wirklich was ganz Neues noch in China. Da gab es noch nicht viele, die das konnten. Und da hatte der Unternehmer eben auch großes Interesse daran, das von uns zu lernen, wie das funktioniert. Wir wollten ein frisches Design. Wir haben eine Schallochrosette gewählt, die jetzt nicht so ganz klassisch mit dem breiten Mosaikmuster, sondern eben eher so ein bisschen schlichter. Diese Zacken hier, das ist immer in verschiedenen Farben und zwar passend zu den Modellen. Die Modelle heißen nach Steinen, eben zum Beispiel unser Einsteigermodell hieß Ruby und zum Rubin passend eben die Farbe hier. Das Topmodell heißt Diamante, da ist es dann eben eher hell gehalten, das Ganze. Ebenso, was damals auch noch was Neueres war, diese schwarzen Mechanikgriffe und Wellen. Das war einfach, um dem Ganzen so ein bisschen frisches Erscheinungsbild zu geben.